Du bist ein Zeuge Jehovas und glaubst, dass du in der Wahrheit lebst? Doch was, wenn die Wahrheit dich längst verlassen hat? Zeit, den Schleier zu lüften. Im ersten Teil unserer Serie machten wir darauf aufmerksam, wie die Wachturmgesellschaft Menschen gezielt manipuliert. Wir erklärten, was es mit dem Wahrnehmungsfilter, dem sogenannten Metamodell der Sprache, auf sich hat, und enthüllten zwei weitere Denkfilter: die Theokratische Predigtdienstschule und das Wachturmstudium. Alles beides Filter, die dein Denken beeinflussen und in eine gewünschte Richtung lenken sollen. Wir zeigten dir außerdem, dass die Zeugen Jehovas keine ausgewogene geistige Nahrung erhalten, sondern einen vorgefertigten, weichgekochten Brei. Paulus hingegen spricht davon, dass reife Christen feste Speise zu sich nehmen sollten. Zudem ist die Methode, Bibeltexte isoliert zu betrachten, ein theologisches Leichtgewicht im Vergleich zu kontextbasiertem Studium und themenspezifischer Exegese. Heute sprechen wir über Angstfilter und über den mächtigen Kontrollmechanismus, den Byte-Filter. Doch bevor wir damit beginnen, eine wahre Geschichte, die aber viele kleine Details preisgibt, wie und warum sich Zeugen Jehovas rund um das Thema Ausschluss oder Austritt entsprechend verhalten. In einer bayerischen Versammlung hatte ein Ältester über Jahre hinweg regelmäßigen Kontakt zu einem bestimmten BMW-Verkäufer, obwohl dieser ausgeschlossen war. In der Kleinstadt kannte ihn jeder. Obwohl es viele BMW-Händler in der Region gab, ging dieser Älteste stets zu diesem einem Verkäufer, um seine Leasingverträge zu verlängern oder entsprechend abzuschließen. Offiziell erlaubt die Wachturmgesellschaft bei familiären oder geschäftlichen Verpflichtungen einen minimalen Kontakt zu Ausgeschlossenen. Doch dieser Älteste war da allerdings völlig schmerzbefreit, denn er konnte ja immer sagen, man hätte nur Kontakt, weil es sich um seinen BMW-Leasingvertrag handelte. Nicht erwähnend natürlich, dass er diesen auch bei einem anderen Händler hätte abschließen können. Auch Brüder, die keine Ältesten sind, haben natürlich regelmäßig Kontakt zu Teilen ihrer Familie, insgeheim. Denn das Kontaktverbot der Zeugen Jehovas gebrochen zu haben, ist schon sehr schwierig nachzuweisen. Raus kommt es in der Regel nur dann, wenn man verpetzt wird, weil man von einem anderen Zeugen Jehovas erwischt worden war. Kleines Zwischenfazit. Es gibt Brüder, die sich strikt an das Kontaktverbot halten. Das ist die große Mehrheit. Dann gibt es Brüder, die Wege suchen, um das Kontaktverbot zu umgehen. Und dann gibt es auch noch Brüder wie diesen Ältesten. Sie sind gleicher als andere, wenn du verstehst, was wir meinen. Die Wachturmgesellschaft verlangt Integrität, Loyalität und Ehrlichkeit. Doch wie ehrlich ist es eigentlich, sich nach außen hin als treu zu präsentieren, während man im Verborgenen eigene Wege geht? Wenn das Kontaktverbot doch eigentlich und angeblich von Gott Jehova kommt, wie kann man dann so leichtfertig dagegen handeln? Entweder ist diese Organisation von Gott angeleitet und verfügt über seine Zustimmung und auch seinen Geist, wie es einst auch bei Moses der Fall war, oder sie ist es eben nicht. Dazwischen gibt es nichts. Aus Sicht der ausgeschlossenen Brüder und Schwestern ist das besonders schwer zu ertragen. Warum wird ihnen jeglicher Kontakt verweigert, während aktive Zeugen Jehovas denselben Kontakt heimlich pflegen? Die Antwort ist bitter. Es wird mit zweierlei Maß gemessen. Abgesehen davon, dass dieses Kontaktverbot sowohl unbiblisch als auch unmenschlich ist. Der Wunsch nach Familie, Nähe und Austausch liegt tief in uns. Gott hat uns so erschaffen. Dieses Bedürfnis zu unterdrücken ist widernatürlich. Warum also halten dennoch so viele Zeugen Jehovas daran fest? Warum verlassen jene, die heimlich den Kontakt suchen, die Organisation der Zeugen Jehovas dennoch nicht? Es gibt zwei Hauptgründe dafür. Viele sind durch den Byte-Filter so stark beeinflusst, dass sie überzeugt sind, die Wachturmgesellschaft sei der einzig wahre Weg. Sie glauben tatsächlich, sie müssten Gott gefallen, indem sie sogar ihre engsten Angehörigen meiden. Deswegen folgen sie auch der Wachturmgesellschaft und deren Anweisungen, wenn sie dich beispielsweise auf der Straße erblicken, dass sie dich noch nicht einmal grüßen. Obwohl du vielleicht über viele Jahre mit ihnen verbunden, vielleicht sogar ihr bester Freund warst.
Oder sie wechseln tatsächlich die Straßenseite, nur um nicht mit dir in Kontakt zu kommen. Aber die Spitze des Eisberges ist es, dass das sogar Kinder mit ihren eigenen Eltern machen und auch umgekehrt. Der Sohn kennt den eigenen Vater nicht mehr und umgekehrt. Das ist unfassbar und sicherlich kein Zeichen göttlicher Liebe. Echte Menschenliebe sieht anders aus. Die zweite Gruppe der Zeugen Jehovas, also die, die das heimlich tun, wissen, dass irgendetwas nicht stimmt. Doch sie haben Angst. Angst, auch ausgeschlossen zu werden. Angst, alles zu verlieren. Familie, Freunde, soziale Sicherheit. Sie haben schlichtweg Angst vor sozialer Ächtung. Das ist nachvollziehbar. Doch es hält sie in der Organisation gefangen. Wir sind zutiefst davon überzeugt, würde dieses Kontaktverbot wegfallen, wären viele Familien nicht zerrüttet und unzählige Menschen, vielleicht sogar Hunderttausende, hätten diese Organisation schon längst verlassen. Warum ist das Kontaktverbot für die Wachturmgesellschaft, also die WTG, eigentlich so wichtig? Schauen wir uns mal ein realistisches Szenario an. Ein Bruder besucht seine ausgeschlossene Mutter. Sie sprechen liebevoll, ehrlich über die Bibel, über Jesus und auch über die Organisation. Der Bruder erkennt, seine Mutter ist nicht böse oder abtrünnig, sondern sie ist sogar gläubig oder gläubig geblieben, nur sie ist eben auch kritisch. Sie lesen dann gemeinsam Bibeltexte, ohne diesen Wachturmfilter. Der Schleier beginnt allmählich zu fallen. Der Bruder beginnt selbst zu prüfen. Vielleicht erkennt er jetzt, die Wachturmgesellschaft ist nicht unfehlbar. Vielleicht war es nicht Jehova, der sprach, sondern einfach nur Menschen. Das ist die größte Angst der Wachturmgesellschaft und auch der damit verbundenen leitenden Körperschaft. Nicht der Kontakt zu Weltmenschen, sondern die zu aufgewachten, gläubigen Familienmitgliedern. Das ist die größte Angst. Denn das könnte zur Erkenntnis führen und zur Abkehr von der Organisation, nicht aber von Gott. Die WTG weiß, wenn sie die Kontrolle über das Denken verliert, verliert sie die Mitglieder und damit Einfluss und Geld. Genau das würde passieren, wenn Menschen anfangen, frei zu denken. Deshalb braucht die WTG diese Kontrolle. Um das zu erreichen, Kontrolle, bedient sich die WTG des besagten Byte-Filters, auf den wir gleich eingehen werden. Der Begriff stammt von Stephen Hassan, selbst früher Mitglied der berüchtigten Moon-Sekte. Er analysierte das Verhalten in destruktiven Gruppen und Sekten und entwickelte das heute weltweit anerkannte Byte-Modell. Das Byte-Modell steht für B für Behavior Control, also Verhaltenskontrolle. Das I steht für Information Control, also Informationskontrolle. Das T steht für Thought Control, also Gedankenkontrolle. Und E, Emotional Control, Gefühls- oder Emotionskontrolle. Also diese 4 Anfangsbuchstaben bilden am Ende das Byte-Modell. Wenn alle 4 Kontrollmechanismen wirken, ist es fast unmöglich, klar zu denken oder gar zu fliehen. Doch sobald ein Mensch in einem geschützten Raum frei denken, sprechen und recherchieren darf, beginnt der Byte-Filter zu bröckeln. So geschah es auch in der Corona-Zeit. Viele Zeugen Jehovas kamen zum Nachdenken. Es war ein regelrechter Aufwachprozess im Gange. Und genau dabei wollen wir dir auch helfen, damit du wieder frei wirst. Für Gott, für Jesus, für deine Familie, ja und am Ende auch für dich selbst. Wir wollen ganz kurz das Byte-Modell in der Tiefe erklären. Fangen wir einfach bei der Verhaltenskontrolle an. Die Verhaltenskontrolle, was verstehen wir darunter? Oder was versteht der Gründer Stephen Hassan, der dieses Byte-Modell entwickelt hat, darunter? Nun, dazu gehören zum Beispiel Regeln zum Kontakt oder auch Kontaktverbote. Dazu gehört die Kleidung. Wie ziehe ich mich an? Zum Beispiel in der Versammlung, zum Beispiel auf Kongressen. Was ist ehrenwert und wünschenswert für Gott und was nicht? Bildung und Freizeit spielen auch eine große Rolle. Solltest du wirklich diesen Job machen? Solltest du wirklich studieren? Solltest du wirklich Karriere machen? Überlege dir das. In jeder Versammlung, auf jedem Kongress hören die Brüder unentwegt diese Botschaften und machen sich dann Gedanken, ob sie den ein oder anderen beruflichen Werdegang einschlagen oder nicht.
In der Freizeit genauso. Habe ich genug diese Woche für Jehova getan? War ich ausreichend im Predigtdienst? Habe ich mein Bestes gegeben? Könnte ich noch ein paar Stunden für Gott machen? Ja? Berufswahl, haben wir schon angesprochen. Genauso die Ehewahl. Es wird immer gesagt, heirate nur im Herrn. Aber es heißt nicht in der Bibel, heirate nur einen Zeugen Jehovas. Ja? Heirate im Herrn bedeutet, lebe nach der Bibel. Erkenne und akzeptiere den Herrn Jesus Christus. Folge ihm nach und natürlich auch seinem Vater. Ja? Aber dort steht nicht, Zeugen Jehovas sollten nur Zeugen Jehovas heiraten. Auch wieder so ein Thema. Was gehört noch zur Verhaltenskontrolle? Das Bartwuchsthema war Jahrzehnte ein Thema. Und jetzt auf einmal sieht man sogar die älteren Männer von der leitenden Körperschaft mit Bärten im Broadcast. Das ist schon fast lächerlich. Jahrelang haben sie die Männer gestriezt und jetzt auf einmal ist es erlaubt. Wahrscheinlich, weil wieder neues Licht von Gott gekommen ist. Aber wo steht in der Heiligen Schrift, auch nur ansatzweise, dass ein Bart etwas Unabhängiges, etwas Unerwünschtes, etwas Unchristliches ist? Feiern, Feiertage, auch so ein Thema, ne, wo Verhalten kontrolliert wird. Sogar bei dem Thema Blut. Drück die Glocke, sonst entscheidet YouTube, ob du es siehst. Blut, beim Thema Predigtdienst. Überall wird das Verhalten kontrolliert. Die Verhaltenskontrolle ist eine der stärksten Kontrollen bei den Zeugen Jehovas. Wirklich, die Brüder, die es ehrlich meinen, die Zeugen Jehovas, die vielleicht dieses Video sehen, wissen das ganz genau, dass das, was wir sagen, stimmig ist. Der nächste Punkt, Informationskontrolle. Was fällt da drunter? Nun, die Wachturmgesellschaft, also die leitende Körperschaft im Besonderen, sagt ganz klar, dass sie der Kanal Gottes sind. Sie haben auch eine Webseite, jway.org. Und das ist die einzigste glaubwürdige Quelle, die für Zeugen Jehovas zugelassen ist. Natürlich mit all ihren Nachschlagewerken. Alles, was auch an Informationen in Form von Literatur ausgegeben worden ist, ist auch vertrauenswürdig vom Sklaven. Ob das jetzt Traktate, Broschüren, Bücher sind, egal. All das ist vertrauenswürdig. Andere Quellen sind mit Vorsicht zu genießen. Oftmals werden auch andere Quellen schnell mit abtrünnig bezeichnet, um ihnen einen Stempel zu geben, damit Zeugen Jehovas nicht weiter nachforschen. Gedankenkontrolle ist ein weiterer Aspekt. Gedankenkontrolle, wie macht man das? Nun, Zweifel an der WTG, an der Wachturmgesellschaft, werden nicht bloß ungern gesehen, sondern sie gelten als geistige Schwäche. Ja, Kritik ist etwas, was dem unabhängigen satanischen Geist folgt. Und natürlich sind auch die gesamten Lehren zu schlucken. Darunter fällt zum Beispiel die permanente Veränderung der Generationslehre. Oder die Lehre über, dass das Königreich 1914 bereits im Himmel aufgerichtet worden war. Oder der treue und verständige Sklave selbst, Matthäus, ja, wo es so eine sogenannte leitende Körperschaft geben soll. Also all diese Lehren, teilweise auch Irrlehren der Zeugen Jehovas, sind selbstverständlich nicht zu hinterfragen. Diese kontrollieren im Schwerpunkt das Denken des Zeugen Jehovas. Und wenn du das Denken eines Zeugen Jehovas kontrollieren kannst, dann kannst du natürlich auch sein Verhalten kontrollieren. Und wenn du den Zugang zur Information auch kontrollierst, dann wird es immer enger für den freien und selbstständig denkenden Menschen. Die Gefühlskontrolle ist der letzte Aspekt, aber ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, den auch die Wachturmgesellschaft par excellence absolut versteht, wie sie das mit den Brüdern managen kann. Schauen wir uns hier mehrere Themen an. Die Angst vor Blutschuld. Was verbirgt sich dahinter? Wie oben schon erwähnt, der Predigtdienst. Hast du genug für Gott getan? Bist du in den Predigtdienst gegangen? Hast du dein Bestes gegeben? Wenn du nicht predigst, dann lädst du Blutschuld auf dich, weil durch dich hättest du einen Menschen zu Jesus führen können. Ja, das geht mit einer Schuld einher, mit schlechtem Gewissen. Oder auch die Schuldgefühle bei Kontakt mit Ausgeschlossenen. Die Angst, Jehova zu missfallen. Die Angst, nicht sein Bestes gegeben zu haben. Immer wieder in den Vorträgen, auf den Kongressen, überall liest man, hast du auch wirklich dein Bestes gegeben? Haben die Kinder auch ihr Bestes gegeben? Müssen die Kinder wirklich ihr ganzes Erspartes, ihr Taschengeld für sich selbst gebrauchen? Oder könnten sie nicht auch anfangen, einfach einen Teil davon in den Spendenkasten zu werfen? Solche Dinge hört man permanent von der Bühne. Angst vor Armageddon. Angst, dass es nicht reicht, zum Beispiel für die Wiederauferstehung. Entweder gibt es diese Angst oder es gibt das schlechte Gewissen, was dich plagt. Das alles fällt unter Gefühlskontrolle. Wenn wir die 4 zusammennehmen, Verhaltenskontrolle, Informationskontrolle, Gedankenkontrolle und Gefühlskontrolle, dann beherrschst du eigentlich komplett den Menschen. Und das hat nichts mehr mit einem freien, denkenden Menschen zu tun, sondern das ist sektenähnliches Verhalten. Und ihr könnt selber für euch überprüfen, ob das stimmig ist, was wir hier sagen. Unser geistiges Fazit. Die Wahrheit brauchte noch nie Angst vor einer Prüfung zu haben. Warum?
weil die Wahrheit für sich immer alleine stehen kann und sie überdauert auch die Zeit. Noch in tausenden Jahren hat sie Gültigkeit. Von daher, wenn die Zeugen Jehovas die Wahrheit hätten, dann können die sich auch einfach ruhig zurücklehnen und entspannt sein. Besonders die leitende Körperschaft, die ja vorgibt, der Kanal Gottes zu sein. Bei der Lüge aber ist es schon ganz anders. Nur die Lüge braucht die Stütze. Das kennt man, diese Aussage, stimmt's? Und nur in der Lüge müssen kritische Stimmen verboten werden. Die Lüge überdauert auch nur eine kurze Zeitepoche und auch nur so lange, wie man der Lüge Glauben schenkt, ohne es genau zu prüfen. Und genau das ist der Schlüssel für jeden aktiven Zeugen Jehovas. Prüfung, gepaart mit einem guten Unterscheidungsvermögen und im Allerwichtigsten. Was ist das Allerwichtigste? Die Liebe zur Wahrheit. Denkt bitte einmal über diese Worte nach. Ganz kurz. Ist die Liebe zur Wahrheit nicht ausreichend in dir vorhanden, hilft auch die beste Prüfung und das beste Unterscheidungsvermögen, also auch alle Weisheit nicht. Denn Paulus sagte schon im Brief an die Korinther, Kapitel 13, Verse 1-3, dass der Schlüssel für alles die Liebe sei. Wie kann man also die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Indem man das anwendet in der Praxis, was Paulus an die Thessalonicher schrieb. Er sagte, prüft alles. Nochmals, prüfen, prüfen, prüfen. Aber sich dabei die Einstellung bewahren, die Liebe zur Wahrheit, wie es die Beröer taten. Die gemäß Apostelgeschichte 17, Vers 10 und 11 zunächst zu den Juden zählten, dann aber die Wahrheit erkannten. Nur in der Lüge müssen Kontrollsysteme wie das Byte-Modell herhalten. Nur da. Bedenke bitte auch, was Jesus Christus sagte. Jesus hatte nie Kontakte verboten, ganz im Gegenteil. Er sagte Folgendes. Und das sind unsere Schlussworte. Die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 32. Alles Liebe euch. Freut euch schon jetzt auf den 3. Teil, in dem wir Folgendes machen werden. Wir werden die 3 entscheidenden Bibeltextstellen der leitenden Körperschaft, der Wachturmgesellschaft komplett analysieren und auseinandernehmen. Und zwar biblisch. Und dann werden wir andere Bibeltexte dagegenhalten. Und ihr könnt entscheiden, ob ein Kontaktverbot wirklich biblisch ist oder nicht.